Alter! Alter! Ja, okay, er dreht nur durch! Alter, der Sound! Alter! Und wie der dann aber kommt! So Leute, wir beginnen das Video heute etwas anders, denn perfekterweise, zum Glück für mich, hat Robert seinen Flug verpasst. Bedeutet, ich habe hier das Auto für mich ganz alleine, ich habe meine Ruhe hier alleine und ihr habt auch noch das Glück, denn ich habe perfekterweise meinen Helm im Hotel liegen lassen. Bedeutet, ihr bekommt hier rein heute nur das Auto zu sehen und müsst nicht meinen tollen Körper sehen. Und ich denke, das ist mit Sicherheit deutlich besser, einfach das Auto zu sehen und mich nicht. Von daher, wir befinden uns jetzt schon hier drinnen und zwar im neuen S-Martin DBX 707 hier im schönen Italien auf Sardinien. Buongiorno. Perfektes Wetter, es regnet auch hier überhaupt nicht. Genau das ist nämlich auch der Grund, wieso wir das Video auch von hier innen starten, denn ich hoffe, dass es jetzt dann später mal ein bisschen leichter wird vom Regen her, dass ich euch das Auto hier von außen zeigen kann. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, DBX 707, ich bin jetzt, lasst mich mal schauen Leute, 120 Kilometer schon gefahren und spannender Verbrauch von 23 Liter. Ich muss das Auto natürlich für euch schon hier ein bisschen testen. Ne? Denn wir haben hier ja, was der Name ja schon sagt, 707, 707 PS am Start, 900 Newtonmeter, das sind 157 PS mehr und 200 Newtonmeter mehr gegenüber dem normalen DBX und das ist natürlich eine Ansage. Und woher kommt die Leistung? Aus dem bekannten 4 Liter V8 Biturbomotor von AMG. Wir haben hier größere Turbolader verbaut, dadurch bekommen wir hier die Leistung und laut S-Martin ist es der schnellste SUV auf der Welt. Ihr müsst euch mal reinziehen, 3,3 Sekunden von 0 auf 100 und eine Höchstgeschwindigkeit von 310 km/h. Und das ist natürlich schon eine Ansage. Und jetzt hier nach diesen 120 Kilometern, selbstverständlich, ich bin hier auch schon ein bisschen sportlicher gefahren, das seht ihr ja hier am Verbrauch. Ich muss das ja natürlich für euch testen. Jetzt aktuell befinden wir uns in dem GT-Modus. Hier, wir gleiten ganz entspannt dahin und musst du auch sagen, das ist vom Fahrwerk her, das ist tiefenentspannt. Wir haben dann hier oben, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Terrain oder Terrain, ich habe keine Ahnung, Leute, wie man es ausspricht. Individual können wir uns konfigurieren, wie wir wollen. Und dann natürlich hier Sport und Sport Plus. Das ist dann die sportlichste Variante. Okay, alles klar. Ich wollte eigentlich gerade durchdrücken, aber jetzt müssen wir hier leider rechts abbiegen. Also wird das hier noch nichts mit durchdrücken, aber wir können hier mal ein paar Gänge runterschalten, denn wir haben hier das 9-Gang Automatikgetriebe am Start mit einer Nasskupplung. Und woher kennen wir das? Das kennen wir natürlich von AMG, bekannt aus dem GT63 Viertürer. Und ganz ehrlich Leute, jetzt werden wieder ein paar Leute sagen, ja, aber S-Martin, wieso AMG und hier und das. Ganz ehrlich Leute, ich finde die Partnerschaft finde ich gut, weil das hat wirklich S-Martin gut getan, denn ich fand die Autos schon immer geil, aber die waren einfach von der Technik her, muss man ganz ehrlich sagen, veraltet. Ja? Und jetzt hier mit dem Motor von AMG, mit dem Getriebe und ja, klar, natürlich der alte AMG-Chef zu S-Martin und da merkst du, da ist ein richtig frischer Wind reingekommen, da hat der Tobias, der Herr Mörs, hat da schon wirklich eine gute Arbeit geleistet mit den ganzen neuen Modellen und das merkst du hier jetzt auch in dem DBX, in dem 707, wie sportlich das ganze Auto abgestimmt ist und klar, du hast hier schon diese AMG-Emotionen, aber trotzdem ist dieses S-Martin überhaupt nicht weg, im Gegenteil, das ist wieder voll da und wenn wir uns auch den Innenraum anschauen, ich meine, wir haben hier Carbon-Schaltpedals. Was mir richtig taugt, Leute, ist hier die komplette Mittelkonsole. Das ist wirklich geil gemacht. Klar, das kennen wir hier wieder vom Mercedes. Da musst du ganz ehrlich sagen, wir haben hier so ein neues Auto. Das habe ich bei mir in meinem E63 drinnen. Das ist 2018 Baujahr und mittlerweile 4 Jahre alt. Das hätte man ein bisschen anders machen können. Ich finde auch, was mir fehlt am Lenkrad, ist hier dieser Wählhebel, wo man sagt, okay, wie jetzt eben hier, das ist Meckern auf hohem Niveau, brauchen wir überhaupt nicht reden, Leute.
Aber das, finde ich, fehlt hier so ein bisschen, dass wir uns hier das am Lenkrad konfigurieren können, das Ganze. Sei es jetzt Fahrwerk hart, wo wir einfach nur auf die Taste drücken. Aber sonst vom Innenraum echt geil. Hier auch mit der Seitentür in Carbon. Und klar, typisch Aston-Martin-Qualität vom Leder her, von den Nähten her. Das ist einfach Top-Verarbeitung. Und wenn jetzt mal hier der LKW vorne auf die Seite schiebt, dann können wir auch mal ein bisschen sportlicher fahren, denn ich will euch natürlich hier jetzt die 707 PS zeigen. So Leute, wir sind hier bei einer kurvigen Strecke angekommen. Bevor wir jetzt hier gleich aufreißen, das Video heute wird gesponsert von Chronex. Für die Leute, die Chronex nicht kennen, Chronex hat immer bis zu 7000 Uhren von 49 verschiedenen Marken am Start. Jede einzelne Uhr wird von Chronex geprüft, bevor sie verkauft wird. Ihr habt 24 Monate Garantie. Das Gute ist, es gibt einige Läden in Deutschland, wo ihr euch die Uhr online aussuchen könnt und euch die Uhr dann vor Ort anschauen könnt, ohne im Vorhinein irgendwas bezahlen zu müssen, sondern erst dann, wenn ihr euch wirklich für die Uhr entschieden habt, dann bezahlt ihr das Ganze. Ich zum Beispiel trage heute von Chronex die Rolex Daytona Kosmograph in Roségold. Und von daher für die Leute, die mehr über Chronex erfahren wollen, der Link ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt hier nicht in Sport, sondern wir gehen hier direkt in Sport Plus. Das ESP ist, ja, wieso ist das ESP aus? Das weiß ich jetzt halt auch nicht. Wir lassen es erstmal an, weil ihr seht hier aus dem zweiten Gang raus. Und alter Schwede, der dreht ja. Also, das Ding dreht aber durch. Leute, das kann doch nicht sein, dass eine SUV sowas machen kann, sowas machen darf. Das ist ein Biest zum Fahren. Das ist definitiv ein Biest zum Fahren. Du merkst halt hier wirklich, da bei den, zieht euch das mal rein, bei 4000 Touren, wie da der Punch da ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich finde das ganz geil, dass hier die Strecke ein bisschen nass ist. Boah, wie der Hobel quer kommt. Der dreht immer noch durch. Wir haben das ESP komplett an. Also der lässt wirklich einiges zu hier komplett an. Wir können es nämlich auch... Alter! So, wir machen das jetzt mal halb aus. Und dann schauen wir mal, inwiefern er da mehr zulässt. Aber das ist hier schon nicht so ohne. Ja, okay, da merkst du, er lässt direkt mehr zu. Alter, das ist ein Biest. Das ist ein Biest, Leute. Thema Sound. Ich war jetzt gerade hier so überrascht von der Leistung, wie das Ding hier in den Kurven liegt. Thema Sound. Ich meine, ganz ehrlich, also ich erwarte ja von den Herstellern wirklich nicht mehr viel, weil denen sind so die Hände gebunden. Ne? Aber hier musst du ganz ehrlich sagen, das klingt richtig nach AMG, richtig nach Aston Martin. Das klingt wirklich gut. Du hörst die Schaltvorgänge, 9-Gang Automatikgetriebe mit der NAS-Kupplung jetzt am Start. Kennen wir, wie gesagt, vom GT63 Viertürer schon. Und vom Klang her, klar, wir haben hier vorne Lautsprecher verbaut, 100%, aber trotzdem dieses Schnalzen beim Hochschalten, das klingt wirklich gut. Und ich kann euch nicht sagen, ob wir hier ein OPF verbaut haben oder nicht, aber selbst wenn, klingt der Kübel richtig gut. So Leute, ich bin hier extra nochmal umgedreht, denn hier haben wir einen Tunnel. Bedeutet, was machen wir hier natürlich? Wir gehen hier in Sport Plus. Wir reißen hier das Fenster runter und hier erster Gang. Komm, wir machen gleich beide Fenster auf. Und jetzt würde ich sagen, linker Fuß auf die Bremse und los geht's. Alter, ja okay, er dreht nur durch. Alter, der Sound! Alter, der Sound, Leute! Das Ding klingt aber echt geil. So, wir drehen wieder um. Wir fahren wieder auf der richtigen Route weiter. So, aber natürlich, wir machen das Ganze nochmal in die andere Richtung. Nochmal erster Gang. Und los geht's. Der dreht einfach bei 80 km/h durch. Das klingt fett. Man muss natürlich auch dazu sagen, das ist für Aston Martin hier noch leichter, denn
die bauen hier um die 6.000 bis 7.000 Autos im Jahr. Und erst wenn ein Hersteller über 10.000 Autos im Jahr produziert, dann wird es, ich sag mal, wirklich wortwörtlich scheiße für den Hersteller. Denn, muss man einfach sagen, die Dinger dürfen einfach nicht mehr laut sein. Und da hat Aston Martin natürlich in dem Sinne das Glück, dass sie noch unter 10.000 Autos bauen. Bedeutet, das ist hier einfacher wie für AMG. Die dürfen hier so einen 4 Liter V8 Biturbomotor noch deutlich lauter gestalten, das Ganze. Und deswegen klingt der auch einfach gut. Da kannst du wirklich nichts sagen. Alter! Bist du bescheuert? Und dann merkst du auch hier, wir haben ja hier serienmäßig die Keramikbremse verbaut. 40 Kilo leichter gegenüber beim DBX mit der Standardbremse. Und das ist halt natürlich schon, du merkst, klar, wir haben hier über 2 Tonnen am Start, ja, aber trotzdem, das dampft hier gut rein. Schauen wir mal hier, obwohl es jetzt, das greift ordentlich. Das hat AMG-Sound, aber da hat Aston Martin richtig nochmal nachgelegt. Ja, schau dir das mal an, wie easy der quer kommt. Also das ist ja heftig. Das ist heftig. Wieso darf sowas wie funktioniert das? Wie funktioniert es, dass ein SUV sowas machen kann? Und wieso funktioniert das? Wir haben hier ein Hinterachsdifferential verbaut und wir können sogar wirklich hier 100% die Leistung auf die Hinterachse bringen. Bedeutet 707 PS, 900 Newtonmeter, Vollgas hinten auf die Hinterachse. Wenn wir mal hier, ich weiß es nicht, ist es jetzt ganz aus, werden wir gleich sehen. Ja, okay, es ist ganz aus, ja. Und seht, wie easy das geht, wie easy der direkt gleich hier quer kommt. Also, ja, echt krass. Oh, hier nochmal Tunnel. Nochmal Tunnel, selbstverständlich machen wir das Fenster auf, Leute, ist ja ganz klar. Hier, erster Gang raus. Alter! Wieso klingt das Ding so gut? Das gibt's doch gar nicht. Wie kann sowas sein? Da brauchst du überhaupt nichts mehr machen, das ist serienmäßig perfekt. Wie das Ding hochschnalzt beim Schalten. Nochmal. Das ist, also ohne Scheiß, schaut euch das an, stellt mir die Haare auf, das ist einfach geil. Leute, das ist einfach geil, da kannst du sagen, was du willst. Da kannst du sagen, was du willst. Das klingt einfach geil. Das ist doch noch richtige V8-Power. Das ist doch genau das, was wir wollen. Und dann gehst du, und wenn du leise unterwegs sein willst, dann gehst du in deinen GT-Modus. Dann gehst du in deinen Normalmodus und dann schwimmt das Ding dahin und es ist alles tiefenentspannt. Aber wenn du dann aufreißen willst, dann gehst du wieder in Sport-Plus-Modus. Dann machst du wieder das Fenster auf, hackst ein paar Gänge runter in die zweite Welle oder hier in die erste Welle. Und dann hast du die geile V8-Power am Start. Genau das wollen wir haben. Das Ding fühlt sich so handlich hier an. Das Ding macht richtig Bock, hier diese Pässe zu fahren. Also ganz ehrlich, du merkst nicht, dass du hier in einem über 2 Tonnen SUV sitzt. Alter! Und wie der dann aber kommt. Habt ihr das gesehen? So Leute, die Sonne ist draußen, ich habe mich rausgetraut und hier ist der blaue DBX 707, mein Auto für heute, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal von außen an. Und ihr seht auch schon direkt von vorne, das Ding schaut dich bullig an. Ich habe mir hier so einen schönen Stock geholt, weil damit ich mich nicht immer hier mit meinen Armen so strecken muss, wenn ich euch was zeige. Und zwar hier der Kühlergrill, den gibt es ja wie gesagt noch komplett in schwarz. Hier jetzt in der Version ist das Ganze sportlich und elegant gehalten. Ich zeige euch das später nochmal, wie das bei den anderen Autos aussieht. Auch hier ganz gut gemacht mit der LED-Beleuchtung. Hier unten diesen Frontspoiler können wir komplett auch aus Carbon haben. Was ich natürlich auch mega finde, ist hier dieser Part, also diese kleinen Details, das Ganze aus Carbon bringt natürlich auch Kühlung. Ich würde sagen, wir machen mal auch kurz die Motorhaube auf. Hier ist er, der bekannte 4 Liter V8 Twin Turbo Motor von AMG. Gut, hier steht jetzt
Handbuilt in Great Britain, Final Inspection. Wie gesagt, wir haben hier den AMG-Motor am Start. Wir haben hier größere Turbolader. Daher haben wir auch die 707 PS. Ein richtig geiler Motor. Und ja, wenn wir jetzt mal zur Seite gehen, beziehungsweise wir machen hier mal kurz die Motorhaube wieder zu, damit wir uns hier das Ganze komplett anschauen können. Zack, zu ist sie. Also wie gesagt, hier mit dieser Kühlung dann noch zusätzlich mit diesen Carbon-Details, das ist schon echt gut. So, meinen Stock muss ich wieder aufheben. Und zwar, hier haben wir jetzt 23 Zoll Felgen am Start. Da schaut mal her, hier haben wir jetzt einen anderen in einer matten Lackierung. Das sieht schon auch echt gut aus. Also wie gesagt, 23 Zoll Felgen haben wir hier am Start. Vorne 420 mm Keramikbremse, hinten 390 und das serienmäßig. Und dann, was man natürlich auch dazu sagen muss, wir haben hier Pirelli P-Zero Reifen am Start und wir sehen hier mit dieser Kennung, das sind speziell entwickelte Reifen für das Fahrzeug. Bedeutet, da stecken mit Sicherheit ein paar Jahre Entwicklung dahinter. Und dann haben wir auch hier, auch ziemlich geil, schön in Carbon. Wir haben hier die Seitenspiegel in Carbon. Ich denke, das hier sollte es auch optional alles aus Carbon geben. Wie gesagt, hier hinten natürlich auch 23 Zoll Felgen. So, und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspart hier von den DBX 707. Und jetzt mal ganz ehrlich, also ich finde, das steht sowas von sexy da. Kommentiert mal drunter, wie findet ihr das Heck? Und vor allem, schaut euch das mal an, wie breit hier dieses Heck ist. Und dann auch hier, das ist nicht fake, das sind wirklich Lufteinlässe, das bringt richtig was. Wir haben hier 4 Rohre und das sind hier Blenden, aber hier haben wir keine Fake-Blenden. Das ist hier richtig echt. Da sagt mein Arzt, Test bestanden. Und dann, was ich jetzt wirklich am geilsten eigentlich finde, Leute, der Diffusor. Zieht euch das mal von der Seite rein. Hier. Schaut euch das mal an, wie weit das hier raussteht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das gibt es hier optional auch aus Carbon und das ist ein Muss. Also wenn man sich so ein Auto holt, dann ist das wirklich ein Muss. Und es sieht nicht nur geil aus, sondern das bringt auch wirklich was. Wir haben ja eine VMAX von 310 km/h, nochmal mehr Anpressdruck und auch hier wie so einen artmäßigen Ducktail. Also das ist echt clever gemacht. Auch hier oben nochmal ein Spoiler aus Carbon. Also, boah. Sexy Teil. Also von einer 10 gebe ich hier dem Auto definitiv eine 8. Ich würde hier noch komplett schwarze Felgen drauf packen. Wie gesagt, das komplette Carbon-Paket. Aber jetzt schauen wir uns mal kurz den Innenraum an. Denn da hat sich natürlich auch gut was getan. Noch mal kurz. Hier seht ihr seitlich die Türen schön in dem Carbon, alles komplett Leder. Was ich auch geil finde, sind hier diese kompletten Pedals aus Carbon. Vor allem schaut mal, wie lang die Dinger sind. Also das ist schon ordentlich. Auch hier habe ich ja schon vorhin gezeigt gehabt, die Mittelkonsole komplett aus Carbon. Hier diese neuen Sportsitze finde ich sehr sexy in dem Blau, Schwarz, Weiß. Und auch noch mal kurz hier hinten, schauen wir auch mal kurz rein. Ja, sieht schon echt gut aus. Also muss man echt sagen, Leute, da kann man sagen, was man will, aber Aston Martin, die holen auf. Die Jungs, die holen auf. Da merkt man, da steckt AMG dahinter und es ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Und da sieht man hier so ein Resultat. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt kurz was Mittagessen und dann steigen wir hier wieder ein. Ich muss meinen Ast wieder mitnehmen. Und dann sehen wir uns gleich im Auto wieder. Jalla, Abfahrt! So Leute, dann wird es Zeit für eine Launch Control und los geht's. Alter! Boah. Ja, das sind direkt 100. Das kommt definitiv hier mit 3,3 Sekunden hin und ihr seht, die Sonne ist jetzt hier gerade draußen. Die Straße ist trocken. Und jetzt schauen wir mal, wenn es jetzt ein bisschen kurviger wird, was da so in den Kurven geht. So, jetzt wird es hier ein bisschen kurviger. Strecke ist einigermaßen trocken. Und jetzt schauen wir mal hier. P-Zero Reifen, Pirelli P-Zero Reifen haben wir montiert und du merkst direkt, da ist Grip da, vor allem ist auch geil. Du hörst die Lader vorne und wie du die hörst. Und der Sound da dazu, alter Falter. Leute, ohne Scheiß, also du merkst nicht, dass du merkst einfach nicht, dass du in einem SUV sitzt. Du denkst, du sitzt in einem flachen Sportwagen hier drinnen. Du hast hier Grip, die Keramikbremse. Also Wahnsinn.
Das dürfte eigentlich niemals möglich sein hier mit so einem Auto. Zieht euch das mal rein, wie das Ding aus den Kurven raus beschleunigt, hier in den Kurven liegt. Also das bockt sich richtig. Also mit dem Ding kannst du easy hier Pässe fahren, aber sowas von. Und mit der Keramikbremse, die wird nie müde. Mit der zusätzlichen Kühlung hier noch. Alter, also das Ding, glaube ich, ich glaube ganz ehrlich, da geht auch richtig was vorwärts auf der Rennstrecke, Leute. Weil das ist ja noch gar nichts hier, was das Auto kann. Und du merkst auch richtig schön, wie er hier in den Kurven mitlenkt. Alter, hier auch das Umsetzen. Unfassbar. Unfassbar, was da Estmaten gemacht hat. Ich sag's immer wieder, normalerweise so ein SUV, der dürfte das niemals können. Das dürfte eigentlich nicht möglich sein, hier mit 2,2 Tonnen, dass das Ding hier so um die Kurven hämmert. Aber Estmaten hat das wirklich hinbekommen. Und da vorne, da fängt es auch schon wieder zum Regnen an. Und von daher, ich würde sagen, Leute, wir machen Schluss hier mit dem Video. Um hier jetzt zu dem Fazit zu kommen, wir fahren jetzt hier wieder schön in dem GT-Modus, ganz entspannt zurück zum Hotel. Ja, also nochmal, Estmaten war schon immer eine geile Marke, aber leider ist da die Technik verloren gegangen vor ein paar Jahren. Aber jetzt, seit 2 Jahren, hat Estmaten wieder so aufgeholt und jetzt wirklich hier mit dem DBX, mit dem 707, aber sowas von einen rausgehauen. Und bevor ihr mir jetzt die Frage stellt, ja, Lamborghini Urus oder hier DBX 707, klar, das andere, es ist immer noch ein Lamborghini, aber ich sage euch eins, Leute, ich würde hier definitiv diesen DBX 707 nehmen. Man muss natürlich dazu sagen, wir haben hier ein komplett neues Auto am Start. Den Urus gibt es natürlich jetzt schon seit mehreren Jahren. Wer weiß, was da wieder kommen wird. Aber hier jetzt, wenn wir jetzt rein vom Fahrerischen ausgehen, von der Leistung her, vom Gesamtpackage, finde ich hier diesen Estmaten, den DBX 707, definitiv stimmiger, auch klangtechnisch einfach ein geiles Teil, aber es ist natürlich Geschmackssache. Will man sich letzten Endes einen Lamborghini zulegen oder einen Estmaten? Wenn ich wirklich davon ausgehe, ich rede jetzt rein vom Fahren, ist hier definitiv Performance besser am Start. Ich muss leider nochmal in Sport Plus gehen, Leute, weil hier einfach mit den Kurven, da muss man einfach nochmal aufreißen zum Abschluss. Und von daher, ich würde sagen, wir machen Schluss hier mit dem Video. Ich hoffe, Leute, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.